Jeder kennt es. Wir scrollen nichtsahnend durch das Internet und plötzlich sehen wir irgendwo eine News über ein Spiel, das bald rauskommt. Plötzlich sind wir völlig gehypt von einem Spiel, das wir eine Minute vorher noch gar nicht kannten. Wir können an nichts anderes mehr denken und plötzlich sehen wir überall nur noch dieses eine Spiel. Social Media ist plötzlich komplett voll mit irgendwelchen Posts darüber und unsere Steam-Freunde haben gefühlt alle dieses eine Spiel auf der Wishlist. Und dann passiert es, wir selbst bestellen das Spiel auch vor, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen. Und schon sind wir in der Spirale drin, aus der es sich sehr schlecht ausbrechen lässt. Und selbst wenn wir nicht impulsartig vorbestellen, Meinungen von Influencern oder Freunden oder irgendeiner Gaming-Community an sich können uns ebenso davon überzeugen, Dinge zu tun, die wir eigentlich unter normalen Umständen vielleicht nicht getan hätten. Viele Publisher schaffen es eben auch ganz gezielt, Hypes aufzubauen, indem sie vorher irgendwelche Render-Trailer oder Demos platzieren, geschicktes Marketing betreiben oder begrenzte Vorbestellerboni einführen. Bei großen Spielereien schwingt aber bei uns auch oft die Nostalgie mit. Wir kennen vielleicht vorherige Spiele und fanden die eventuell extrem gut und denken dann gar nicht großartig nach und bestellen dann einfach die Spiele vor. Mir persönlich wird das wahrscheinlich bevorstehen, wenn das neue Mass Effect vorbestellbar wird. Und wenn wir dann schon in so einer Situation sind, sollten wir wirklich versuchen, wieder klar zu denken, auch wenn das wirklich sehr schwer ist. Wir sollten erstmal den Release abwarten und schauen, was denn Testberichte sowohl von der Presse als auch von den Spielern zu berichten haben. Schließlich wurden wir auch alle schon oft genug enttäuscht von irgendwelchen Spielen. Ich denke, das kennen wir alle. Das impliziert natürlich, dass wir tunlichst vermeiden sollten, Spiele vorzubestellen. Natürlich ist das manchmal nicht ganz so einfach, vor allem wenn wir gerade total mit Dopamin vollgepumpt sind. Auch mir ist das schon oft genug passiert, dass ich Spiele vorbestellt habe. Aber oft ist es tatsächlich so, dass der Hype bis zum Release bei mir so stark nachgelassen hat, dass ich dann, die Spiele gar nicht mehr direkt spiele, sondern manchmal erst Monate später sogar. Dadurch habe ich für mich gemerkt, dass, für mich Vorbestellungen eigentlich echt sinnlos sind, weil ein paar Monate später, wenn ich das Spiel dann tatsächlich spiele, sind die Spiele natürlich schon sehr viel günstiger. Wir sollten vor allem auch schauen, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden können, falls das möglich ist zumindest. Wenn es eben geht, sollten wir Demos und Betas nutzen, um einfach mal selber in das Spiel reinzugucken. So können wir einfach schauen, ob das Spiel wirklich etwas für uns ist und das sogar aus erster Hand. Frag dich auch mal, was du wirklich von einem Spiel erwartest und ob es überhaupt zu deinem Spielstil passt. Wenn du plötzlich von einem First-Person-Shooter total gehypt bist und du sonst aber eigentlich nur cozy Farming-Games spielst, dann solltest du echt skeptisch werden. Außerdem, wie bereits gesagt, kann etwas zu warten mit dem Kauf nicht nur unsere Nerven schonen, indem wir nicht mit Release-Bugs konfrontiert werden, sondern auch echt bares Geld sparen, da wir einfach dann von zukünftigen Sales und Angeboten profitieren können, wenn wir nicht direkt zu Release kaufen oder sogar vorbestellen. Anstatt direkt vorzubestellen, kannst du das Spiel ja erstmal auf deine Wunschliste packen. So ist es nicht gänzlich weg, aber du hast erst einmal Zeit, nochmal darüber nachzudenken und ein klein wenig auf Abstand zu gehen. Ich persönlich bin ja Gott sei Dank recht verschont geblieben bisher von anfänglichen Bugs, jedoch ist das natürlich eine recht reale Angelegenheit. Manche Spiele sind bei Release ja kaum spielbar und das nicht nur wegen der Bugs oder Abstürze, sondern auch, weil die Performance manchmal absolut unterirdisch ist. Wenn du versuchst, dich so ein bisschen selbst einzufangen, erspart dir das auf jeden Fall eine ganze Menge Frustration und Enttäuschung. Außerdem, wenn du nicht immer direkt die neuesten Spiele spielst, eröffnet dir das vielleicht auch viel mehr ältere Spiele, die du vielleicht noch gar nicht gespielt hast, zu entdecken. Ich zum Beispiel habe eine sehr lange Liste von Spielen, die ich noch gar nicht gespielt habe, aber bereits gekauft habe. Also eigentlich habe ich schlicht gar keinen Grund, überhaupt neue Spiele zu kaufen. Der einzige Grund ist dann eben, dass das Dopamin kickt und ich ein Spiel dann eben genau jetzt haben will. Dabei wäre ich aber vielleicht mit einem älteren Spiel viel glücklicher in dem Moment. Das habe ich schon und muss es nicht noch erst kaufen oder es wäre sogar viel günstiger, als das neue Spiel zu kaufen. Also sehr wahrscheinlich wäre es das. Ich brauche mir dabei auch nicht viele Gedanken über Stabilität oder Performance zu machen, da das Spiel mit Sicherheit bereits gepatcht ist
Und auch die Performance kein Problem sein sollte, da die Hardware ja auch dann mittlerweile locker ausreichen sollte. Außerdem ist dann auch oft die Story komplett. Ja, manchmal haben wir einfach Spiele, die nicht komplett sind. Und alle DLCs sollten eigentlich auch draußen sein. So können wir also eine Game of the Year Edition kaufen, in der alles drin ist und das meistens sogar noch ziemlich viel günstiger als das ursprüngliche Spiel bei Release war. Außerdem ist ja auch der Markt mittlerweile so übersättigt, dass wir eigentlich ja immer irgendein älteres Spiel finden sollten, das wir nicht kennen. Und sicherlich hast du auch noch eine ganze Menge an Spielen, die nur darauf warten, dass du sie endlich mal spielst. Ich habe es ja auch bereits in meinem letzten Video gesagt, es ist auch ganz oft einfach eine persönliche Sache, ob ein Spiel für einen überhaupt dem Hype gerecht wird. Bei mir hat zum Beispiel Clair Obscur Expedition 33 gar nicht und Oblivion Remastered nur so ein bisschen geklickt. Ich war dann halt super enttäuscht und ja, auch von dem ganzen Hobby Gaming total frustriert in dem Moment. Aber man muss dann einfach schauen, dass man sich wieder sammelt und sich auch klar wird, was man eigentlich möchte. Ich habe dann zum Beispiel für mich festgestellt, dass es vielleicht gar nicht die Spiele an sich waren, die mir nicht gefallen haben, sondern dass ich einfach zu überladen mit großen und langatmigen Storyspielen war. Ich brauchte erstmal leichte Kost in Form von kleinen Indie-Spielen ohne irgendeine großartige Story dahinter. Einfach etwas mit dem Fokus auf Gameplay und Unterhaltung. Aber wir alle sind ja nur Menschen und ja, Gefühle können uns einfach schnell überwältigen, vor allem auch die positiven Gefühle, wo ganz viel Dopamin mit im Spiel ist. Aber ein kleiner Schritt zurück, um eine Perspektive von außerhalb einzunehmen, kann uns echt viel Enttäuschung ersparen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video guckt und wünsche euch weiterhin sehr viel Freude beim Zocken. Macht's gut!